Hallo, ich bin Christoph Zenk und ich habe eine Frage an Sie. Kennen Sie dieses Gefühl? Sie haben ein Setup im Blick, aber die Märkte sind unsicher. Und dann stellen Sie sich die Frage, hat dieser Markt zu dieser Jahreszeit überhaupt gut abgeschnitten? Wann ist überhaupt ein guter Moment zum Einstieg? Genau für diese Situation sind die saisonalen Charts von Seasonex gemacht. Aber lassen Sie mich mit folgender wichtigen Frage überhaupt beginnen. Was ist ein saisonaler Chart und was macht ihn anders? Einen normalen Preis- oder Kurschart kennen Sie. Er zeigt Ihnen ein Asset in der Vergangenheit an, was es gemacht hat, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Sie sehen Hochs, Tiefs, Trends, aber Sie sehen alle Informationen auf einmal und das wird relativ schnell unübersichtlich. Ein saisonaler Chart macht etwas anderes. Er legt alle Jahre übereinander und berechnet daraus einen Durchschnitt. Was passiert mit diesem Asset typischerweise im Jänner, im Mai oder im Oktober? Das ist es, was Sie sehen. Das typische Preismuster über das Jahr, destilliert aus Jahren, manchmal Jahrzehnten historischer Daten. Wenn Sie also eine konkrete Trading-Idee haben, können Sie diese mit saisonalen Charts mit wenigen Klicks validieren. Und genau das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Dazu springe ich in Seasonex und was Sie hier sehen, ist das Dashboard, wenn Sie sich zum ersten Mal einloggen. Ich gebe in der Suche jetzt eins meiner Lieblingsassets ein für die saisonale Analyse, nämlich Adidas. Sehe hier gleich, dass Adidas mit 30 Jahren historischer Daten verfügbar ist. Klicke diesen Chart an. Und was ich hier sehe, ist direkt der saisonale Chart. Sprich, ich sehe hier jetzt nicht einen Preischart, sondern einen Chart, der, und das ist speziell, bei 100% beginnt und hier über Zeit zeigt, wie sich ein Chart durchschnittlich verändert. Was ich hier direkt sehen würde, ist, dass anscheinend Adidas Anfang des Jahres flat sich bewegt, dann im März mal absinkt und dann anscheinend aus irgendeinem Grund von März bis Mai eine interessante saisonale Phase erreicht, durchschnittlich. Damit ich sehen kann, wie gut diese Phase tatsächlich ist, kann ich ganz einfach diesen Bereich markieren und Seasonex berechnet instant für mich alle relevanten Informationen. Ich sehe jetzt die Werte genau für dieses markierte Muster und sehe dazu auf der rechten Seite, dass in den letzten 10 Jahren 50,28% Annualized Return eingespielt worden sind. Ich sehe auch, dass ich einen Average Return, also einen Durchschnittsreturn von 9,93 pro Jahr gehabt habe. Ich finde diverse weitere Kennzahlen und was ich besonders spannend finde, direkt unterhalb des Charts sehe ich den kumulierten Profit. Ich sehe auch, wie dieses Muster in den letzten 10 Jahren pro Jahr performt hat. Und ganz darunter sehe ich dann auch konkret tatsächlich das Muster pro Jahr von 2017 bis 2026 mit dem Start- und Endpreis und den diversen Kennzahlen dazu. Saisonalität kann natürlich auch noch viel mehr als diesen saisonalen Chart darstellen. Beispielsweise könnte ich innerhalb von Seasonex einfach sagen, ich möchte diesen Chart nicht über die letzten 10 Jahre analysieren, sondern vielleicht über die letzten 25. Und in diesem Fall würde ich sogar sehen, dass dieses Muster extrem stabil gewesen ist. Ich könnte jetzt auch die Markierung leicht adaptieren und würde direkt sehen, in den letzten 25 Jahren, die ich hier markiert habe, hat das Muster in 23 oder 22 von 25 Jahren tatsächlich einen positiven Return eingebracht und ich hatte, wie man hier auf der rechten Seite sieht, 88% Winning Trades, also ein sehr stabiles Muster. Saisonalität kann natürlich noch viel mehr. Beispielsweise können Sie innerhalb von Seasonex unterschiedliche Saisonalitäten vergleichen. Sie können Jahre und Zeiträume filtern oder auch nach interessanten Trades pro Markt screenen, automatisch. Dazu aber mehr im nächsten Video. Das Wichtigste für heute: Mit Seasonex nutzen Sie historische Daten, um Ihre Trades gezielter zu planen. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.